Liebe Häkelfreunde, heute habe ich diesen süßen Babypulli für euch gemacht und ich hoffe, er gefällt euch und ihr habt Freude beim Nachhäkeln. Für diesen Babypulli nehme ich die Babycolor von Gründel. Da hat so ein 50 Gramm Knäuel, hat 150 Meter Lauflänge, ist bei 30 Grad waschbar und ich nehme eine Häkelnadel Nummer 4. Ich starte mit einer Anfangsschlinge und häkle 46 Luftmaschen und ich häkle sie eher locker. Und wenn ihr 46 Luftmaschen gehäkelt habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe 46 Luftmaschen gehäkelt, hole mir einen Umschlag und steche in die vierte Luftmasche, 1, 2, 3, in die vierte Luftmasche von der Nadel aus gesehen ein. Somit haben wir schon 2 Stäbchen gehäkelt und wir müssten 44 Stäbchen erhalten. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 44 Stäbchen gemacht. Das Ganze ist ungefähr 28 cm breit. Und ich wende die Arbeit, häkle eine Luftmasche und gleich in die erste Einstichstelle eine feste Masche und häkle die ganze Reihe feste Maschen, also 44 Stück. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig und ich wollte noch sagen, die letzte feste Masche kommt immer in die dritte Luftmasche dieses Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und jetzt habe ich 44 feste Maschen und ich wende wieder, beginne mit 3 Luftmaschen, lasse jetzt die nächste Einstichstelle aus und häkle 2 Stäbchen. 1, 2 und häkle jetzt ein Stäbchen in diese ausgelassene Masche hier, soll also einen Umschlag, steche in diese ausgelassene Masche ein, hole den Faden durch und häkle ein Stäbchen. Ich zeige es euch gleich noch einmal. Wir holen einen Umschlag, lassen die nächste Masche aus, häkeln 2 Stäbchen, 1, 2, holen einen Umschlag und stechen in diese ausgelassene Masche ein, holen den Faden durch und häkeln ein Stäbchen. Eine auslassen, 2 Stäbchen häkeln, 1, 2, einen Umschlag in die ausgelassene Masche einstechen, den Faden durchholen, etwas länger ziehen und ein Stäbchen häkeln. Das Ganze sieht dann so aus. Also noch einmal. 1 auslassen, 2 Stäbchen häkeln,
einen Umschlag holen und in die ausgelassene Masche stechen, Faden durchholen und ein Stäbchen häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich zeige euch das noch einmal. Die 2 Stäbchen, dann in die ausgelassene Masche stechen, ein Stäbchen häkeln und am Ende muss ein Maschenkopf übrig bleiben. Hier häkeln wir noch ein Stäbchen als Randbegrenzung hinein und das Ganze sieht jetzt so aus und wir wenden wieder, häkeln eine Luftmasche und häkeln auf jeden Maschenkopf, also auch gleich in den allerersten, eine feste Masche und wir müssen wieder auf 44 feste Maschen kommen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Auch hier kommt die letzte feste Masche in die 3. Luftmasche des Ersatzstäbchens aus der Vorrunde. Und wir haben wieder 44 feste Maschen. Jetzt beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen. Und häkle weitere 43 Stäbchen, sodass wir insgesamt 44 Stäbchen haben. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe 44 Stäbchen gehäkelt und wende die Arbeit wieder. Häkle wieder eine Luftmasche und häkle wieder 44 feste Maschen. Das ist immer die Rückreihe. Die Rückreihe besteht immer aus 44 festen Maschen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt wieder 44 feste Maschen zurückgehäkelt und jetzt folgt wieder die Reihe mit den überkreuzten Stäbchen, die Rückreihe immer feste Maschen, dann wieder eine Reihe Stäbchen und die Rückreihe wieder in festen Maschen und das geht die ganze Zeit so weiter, das wird ständig wiederholt und das mache ich, bis ich 29 cm erreicht habe. Und bei mir sind das 9 mal diese 4 Reihen, also 1, 2, 3, 4, 9 mal. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt ca. 29 cm erreicht und jetzt häkle ich den Untertritt an der Schulter und zwar beginne ich mit 3 Luftmaschen als Ersatz für ein Stäbchen und häkle noch weitere 13 Stäbchen, also insgesamt 14. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das Ganze sieht jetzt so aus. Dasselbe machen wir dann auf der anderen Seite auch, das zeige ich euch dann noch. Und hier für den Halsausschnitt sollten ca. 11 cm offen bleiben. Und wir wenden jetzt unsere Arbeit. Beginnen mit einer Luftmasche, häkeln jetzt 14 feste Maschen zurück,
Die letzte kommt in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Ich wende und häkle das gleiche noch einmal, also noch eine Reihe Stäbchen und noch eine Reihe feste Maschen. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe noch eine Reihe Stäbchen und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und hier zähle ich von links 14 feste Maschen herüber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. In die 14. steche ich ein, hole den Faden durch, mache einen Knoten hinein, steche in dieselbe Masche noch einmal ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen und häkle jetzt wieder 14 Stäbchen, zurück 14 feste Maschen und dann noch einmal 14 Stäbchen und 14 feste Maschen retour und dann ist das Rückenteil fertig. Und wir sehen uns, wenn ihr so weit gekommen seid. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt den zweiten Untertritt gehäkelt und jetzt machen wir das Vorderteil. Es funktioniert ganz genau gleich wie das Rückenteil, nur eben ohne diese Untertritte. Also bis hierher häkeln, ganz genau gleich und dann das Teil beenden. Und wenn ihr das Vorderteil gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das Vorderteil fertig gemacht. Wie gesagt, genau gleich wie das Rückenteil, nur ohne die Untertritte, ansonsten genau gleich. Und ich habe jetzt beide Teile mit der schönen Seite nach oben auf den Tisch gelegt. Das Vorderteil rechts und das Rückenteil links. Und jetzt lege ich das Vorderteil über diesen Untertritt drüber, fixiere das mit einer Klammer. Und auf der anderen Seite mache ich das genau gleich. Und jetzt brauchen wir ungefähr insgesamt 22 cm Breite für die Ärmel. Das heißt 11 cm auf beiden Seiten dieser Schulter, also der Mitte. Genau, und ich habe das vorhin schon gemessen. Das sind 4 solche Musterreihen, also 4 mit überkreuzten Stäbchen. Und hier steche ich in dieser Reihe mit den festen Maschen ein, hole den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal in dieselbe Masche ein, hole den Faden durch und häkle 3 Luftmaschen. Und jetzt häkle ich in diese größere Lücke jeweils ein Stäbchen, dann hier in diese Lücke hier vor die festen Maschen kommen, ein Stäbchen in die Reihe mit den festen Maschen, ein Stäbchen in die größere Lücke, eins in diese kleinere Lücke, eins
dort wo die festen Maschen sind. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, aber das Ganze sollte relativ flach werden, also weder sich zusammenziehen, wenn ihr zu wenige macht, und wenn ihr zu viele macht, dann wälzt sich das Ganze. So, und jetzt, da wo die beiden Teile übereinander liegen, verbinden wir die gleich. Ich mache also noch ein Stäbchen hier in diese größere Masche hier und dann bei den festen Maschen, bei dieser Reihe, steche ich durch beide Teile durch. Und häkle ebenfalls ein Stäbchen und hier steche ich durch die größeren Lücken durch. Jetzt können wir die Klammer schon entfernen. Steche auch hier wieder in die kleinere Lücke vorne und hinten durch, dann wieder durch die feste Maschenreihe durch, durch die Lücke durch, und dann wieder in die Reihe mit den festen Maschen. Und auf der anderen Seite mache ich das genau gleich. Zuerst in die kleinere Lücke, dann in die größere Lücke, dann in die Reihe mit den festen Maschen, wieder in die kleinere Lücke, in die größere Lücke, in die Reihe mit den festen Maschen, in die kleinere Lücke, in die größere Lücke, in die Reihe mit den festen Maschen, eins, zwei, drei und auch hier bis zur vierten Musterreihe. Und das letzte wieder in diese feste Masche. Und jetzt zählen wir nach. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ich habe jetzt also 42 Stäbchen erhalten, je 21 auf jeder Seite. Und jetzt wenden wir die Arbeit und häkeln eine Luftmasche und häkeln jetzt 42 feste Maschen zurück und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt 42 feste Maschen retour gehäkelt und die nächste Reihe beginne ich mit 2 Luftmaschen und einem Stäbchen in die nächste Masche, und das zählt jetzt als ein Stäbchen ab der nächsten Reihe, also wie ein zusammen abgemaschtes Stäbchen.
Und jetzt häkle ich Stäbchen bis zur anderen Seite des Ärmels und da sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen und die letzten beiden Stäbchen häkle ich als zusammen abgemaschte Stäbchen. Wir holen einen Umschlag, holen den Faden durch, maschen 2 Fäden ab, holen einen Umschlag, stechen in die letzte feste Masche ein, maschen 2 ab und dann alle 3. Und auch diese 2 sind ab der nächsten Reihe nur noch ein Stäbchen. Das bedeutet, wir beginnen mit einer Luftmasche und einer festen Masche gleich in die erste Einstichstelle, häkeln jetzt bis zum anderen Ende und müssten jetzt auf 40 feste Maschen kommen statt 42. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe bisher jetzt 39 feste Maschen und die letzte kommt in den letzten Maschenkopf. Diese Luftmaschen hier müsst ihr nicht mehr beachten. Und wir haben jetzt 2 Maschen abgenommen und ich zeige euch das Ganze noch einmal. Ich beginne mit 2 Luftmaschen und häkle in die nächste Masche ein Stäbchen. Und dann lauter Stäbchen bis zur anderen Seite. Und auf der anderen Seite sehen wir uns wieder. Bis gleich. Willkommen zurück. Ich habe wieder gehäkelt bis zu den letzten 2 Maschenköpfen. Hier häkle ich wieder 2 zusammen abgemaschte Stäbchen. Wende wieder. Und bei der Rückreihe müssten wir jetzt auf 38 feste Maschen kommen. Und das machen wir jetzt die ganze Zeit so weiter, bis wir noch 22 Maschen haben. Also bis wir so weit sind, dass sich noch 22 feste Maschen ergeben. Und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt noch 22 feste Maschen übrig. Mein Ärmel hat jetzt ca. 18 cm, so wie es sein soll. Solltet ihr weniger haben, häkelt ihr gerade weiter, bis er die gewünschte Länge erreicht hat. Hier hat der Ärmel ca. 14 cm Breite und weniger sollte es nicht sein. Und jetzt, wir befinden uns auf der nicht schönen Seite, also hier, wo der Untertritt sichtbar ist. Und wir klappen das Ganze jetzt zusammen. Den Faden verwende ich gleich für die Naht und die mache ich folgendermaßen. Also da können wir jetzt in einem durch das zusammenhäkeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch ein bisschen fixieren. Und ich steche jetzt ganz am Rand, am besten in die feste Masche, steche ich ein, also in diese allerletzte hier, hole den Faden durch und durch diese Masche durch, häkle dann zu Beginn eine feste Masche. Jetzt häkle ich eine Luftmasche und jetzt immer abwechselnd eine Kettmasche, eine Luftmasche, eine Kettmasche, eine Luftmasche
Und ich achte darauf, dass die Reihen mit den festen Maschen immer genau zusammenkommen und dass die Stäbchenreihen immer genau zusammenkommen. Und in die Stäbchenreihen steche ich zweimal ein. So wird die Naht elastisch und das macht ihr jetzt die ganze Naht in einem durch und dann sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich bin jetzt mit der Naht fertig. Am Ende habe ich noch eine Luftmasche gemacht, den Faden abgeschnitten und ich ziehe ihn durch und ziehe ihn fest und ich verknote ihn noch mit dem anderen Faden, der da noch hängt. Und diese beiden müssen natürlich vernäht werden, so wie alle anderen. Und jetzt dreht ihr euch das Ganze wieder um, sodass wieder die schöne Seite außen ist. Und jetzt macht ihr den zweiten Ärmel ganz genau gleich, wie ihr den ersten gemacht habt. Also wir haben hier 4 Musterreihen heruntergezählt, haben 21 Stäbchen auf jeder Seite gemacht, haben das gleich zusammengehäkelt. Und wenn ihr den zweiten Ärmel gemacht habt, sehen wir uns wieder. Bis bald. Willkommen zurück. Ich habe jetzt das zweite Ärmelchen gehäkelt, alle Fäden vernäht, alle Nähte geschlossen und ich habe die Knöpfchen angenäht. Und zwar hier, ich zeige euch das, habe ich sie auf den Untertritt genäht und zwar genau da, wo die Reihe mit den festen Maschen ist und da, wo sie genau zu so einem Löchlein passen, also so, dass noch ein bisschen vom Untertritt zu sehen ist. Und dann werde ich jetzt das Pulloverchen noch in die Waschmaschine geben, bei 30 Grad im Wollwaschgang mit einem Wollwaschmittel waschen, schön in Form ziehen und liegen trocknen lassen. Und dann ist unser Babypulli fertig. Liebe Häkelfreunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Eure Karin aus dem Ländle.